Mimics, hinterlistige Kreaturen, die uns Abenteurern in Videospielen schon ewig das Leben zur Hölle machen. Aber wahrscheinlich sind sie sogar schon länger Teil der Gaming-Welt, als du vielleicht vermuten magst. Einige dieser Beispiele hier sind uns bis heute ins Gedächtnis geblieben, während andere aber vielleicht schon längst in Vergessenheit geraten sind. Doch bevor wir auf spezifische Mimics in Videospielen eingehen, was ist eigentlich ein Mimic? Mimics sind Kreaturen, die sich in Videospielen als meist harmlose Objekte tarnen, um dann ahnungslose Spieler in eine Falle zu locken. Seltene Ausnahmen mit weniger feindlich gesinnten Mimics gibt es auch, aber das ist eher die Ausnahme. Übrigens, der Begriff Mimic findet aber auch in der realen Welt Verwendung. In der Tier- und Pflanzenwelt gibt es das Phänomen Mimikry, welches es Lebewesen erlaubt, sich zu tarnen oder andere Lebewesen und Objekte nachzuahmen, um sich zu schützen oder auch Futter anzulocken. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist zum Beispiel der Anglerfisch, der mit seinem Köder ahnungslose Fische anlockt und diese dann verschlingt. Ein bisschen wie die Mimics in Videospielen, oder? Ein Spiel, das den Begriff Mimic bei den meisten Spielern wahrscheinlich geprägt hat, ist Dark Souls oder die Souls-Reihe allgemein. Diese fiese Truhe fängt den Spieler, der versucht sie zu öffnen, greift nach ihr und frisst sie. Wenn du heute das Wort Mimic hörst, denkst du sehr wahrscheinlich als erstes an die Truhe von Dark Souls, oder? Aber tatsächlich war Dark Souls nicht das erste Spiel, was die klassische Mimik so eingeführt hat. In Final Fantasy aus dem Jahre 1987 gibt es bereits ebenso die klassische Mimik, die sich als Truhe tarnt. Der Spieler öffnet die Truhe in der Erwartung, Belohnungen zu finden, wird aber stattdessen von einem Monster angegriffen. Ähnlich wie bei den Dark Souls Spielen gibt es aber auch in den frühen Dragon Quest Spielen, vor allem Dragon Quest 3, Truhen, die in Wirklichkeit eigentlich keine Truhen sind. Sie sind Monster, welche sich als Schatzkiste tarnen, um Abenteurer zu fressen. Den wohl gruseligsten und erschreckendsten Auftritt einer Mimik haben wir aber sehr wahrscheinlich in Super Mario 64. Ja, ihr habt richtig gehört. Auch dieses Spiel hat einen Mimik. Die Rede ist von diesem unscheinbaren Klavier. In der Ecke eines Raumes nähert sich der Spieler diesem Klavier, wird es lebendig und attackiert den Spieler. Ein weiteres interessantes Design und Auftreten von Mimics finden wir tatsächlich aber auch in den Pokémon-Spielen. Hier haben wir sogar nicht nur ein Mimik, auch nicht zwei, nein, wir haben sogar eine ganze Handvoll Mimics. Bereits in der ersten Generation haben wir bereits ein gutes Beispiel mit Voltoball und dessen Entwicklung Electroball. Nicht wirklich im klassischen Sinne ein Mimik, wie in den vorangegangenen Beispielen, aber dennoch ein Gegner, der sich als ein Objekt ausgibt. In späteren Games treffen wir aber auch auf weitere Mimics. Dieses Mal ist es zum Beispiel ein Baum, der uns den Weg versperrt, der aber tatsächlich gar kein richtiger Baum ist. Aber zählt Trombok dann eigentlich auch dazu? Ein ähnliches Beispiel wie mit Voltoball oder Electroball finden wir in Gen 5 mit Tarnpignon und Hutsassa. Sie tarnen sich als Pokebälle, um sich vor Feinden zu schützen. Aber es gibt noch weitere, wie zum Beispiel diese Teekanne oder auch ganz aktuell Gierspenst, eine Truhe, die keine richtige Schatztruhe ist. Ein weiteres interessantes Beispiel, was dem von Dark Souls oder auch Dragon Quest ähnelt, sind die Mimics in dem PS2-Spiel Dark Cloud. Viel hierzu muss ich wahrscheinlich auch nicht sagen, oder? Monster, das sich als Truhe ausgibt, um lootgierige Spieler zu bestrafen. In Prey von 2017 aber haben wir actually mal ein modernes Beispiel einer Mimik. Es ist sogar eine Gegnerart, die offiziell in-game als Mimik bezeichnet wird. Sie kann sich auf der Raumstation in alles Mögliche verwandeln und greift ahnungslose Spieler an, die sich dem Gegenstand nähern oder ihm den Rücken zuwenden. Elden Ring macht es so ähnlich wie mit Prey und hat einen namensgebenden Gegner, aber anders als in Prey verwandelt sich der Mimik hier nicht in einen Gegenstand, sondern kopiert den Spieler. Das ist actually mal eine interessante Art, einen Mimik darzustellen. Und selbst Genshin Impact, worüber der Großteil dieses Kanals hier ist, hat Mimics. Ja, ihr habt richtig gehört. Und zwar, die Rede ist von dieser wunderschönen Blume am Wegesrand. Aber mach dich lieber auf einen Gegner gefasst, solltest du versuchen, sie zu pflücken. Aber was zählt eigentlich jetzt alles zu dem Begriff Mimik? Sind Pokémon wie Gelatropo, Olini oder Froberl, die sich zum Beispiel als Bären tarnen, auch Mimik? Ich denke eigentlich nicht, weil diese ja sich nicht zwingend tarnen, um den Spieler oder andere Wesen zu täuschen, sondern um sich überwiegend zu schützen, zum Beispiel bei Olini oder Froberl. Aber wie sieht es dann mit Yokai aus, die sich als Alltagsgegenstände tarnen? Gute Beispiele wären zum Beispiel alte Teekessel, Papierschirme oder Musikinstrumente, die eine Seele entwickeln. Diese Yokai fallen tatsächlich in eine ähnliche Kategorie wie die Mimics, da sie sich in vertraute Objekte oder Gegenstände verwandeln. Der Hauptunterschied hierbei ist aber, dass Tsukumogami in der Regel aber nicht zwanghaft böse und aggressiv sind, wie die klassischen Mimics. Dennoch könnte man sie aber im weiteren Sinne in die Kategorie eines Mimics mit einbeziehen, da sie sich der Täuschung und Verwandlung in Gegenstände bedienen.
Wie seht ihr es mit den letzten paar Beispielen und wie steht ihr eigentlich zu Mimics in Videospielen oder anderen Medien? Fallen euch vielleicht sogar noch mehr Beispiele ein, die ich jetzt hier zum Beispiel vergessen habe? Lasst es mich aber gerne mal in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen und danke, dass ihr dabei wart. Tschüss.